Hallo zusammen! Heute gibt es wieder leckere No-Bake-Schnitten. Ich weiß ja, dass ihr alle gerade bei warmen Temperaturen No-Bake-Rezepte liebt und insbesondere, wenn es Schnitten sind. Und da habe ich mir was richtig Schönes überlegt. Das werden, wie nenne ich sie denn? Orangen-Mondschnitten? Orangen-Mondschnitten, ja, das hört sich gut an. Auf jeden Fall, wenn ihr weitere Namensvorschläge habt, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich den Titel auch gerne noch nach euren Wünschen ändern. Auf jeden Fall machen wir dafür jetzt zuallererst einen Puddingschnitten. Puddingschnitten, wäre auch eine Idee gewesen. Egal, Hauptsache es schmeckt. Hauptsache es schmeckt. Also wir starten jetzt direkt mit dem Pudding und dafür nehmen wir uns, also ich stehe zwar am Herd, aber der ist noch ausgeschaltet und ich schreibe euch alle ganz genauen Mengenangaben unten in die Infobox. Nicht so ernst. Infobox. Bald wird das hier noch zum ASMR-Kanal, ich sag's dir. So, Oh. Hättest du das nicht einfach in 2 Schüsse packen können? Auf jeden Fall gebe ich hier Milch rein. So, zur Milch gebe ich Speisestärke, Zucker und ein Eigelb und verrühre das jetzt erstmal vorab miteinander. So, hinzu kommt jetzt noch Marmelade, dann nehme ich von Chivas Fruity Orange, das ist original englische Orangenmarmelade. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video mit dem Lemon Curd, ich liebe ja auch das Lemon Curd von Chivas. Und da haben sie mich einfach gefragt, hey, möchtest du dir nochmal ein Rezept für uns einfallen lassen? Und ich habe gedacht, ja, natürlich, klar, denn ich mag die Marmelade total gerne. Und es ist ja auch so, dass durch eine Zutat sich so die ganze Idee aufbaut. Und ich hatte diese Marmelade und ich habe es so probiert und habe mir gedacht, okay, schmeckt sehr fruchtig, sehr nach Orange. Passend dazu mache ich einen Pudding, gebe Mohn dazu, gleich gebe ich noch Vanille dazu. Und ich habe das schon mal nicht gebacken, backen tut man es ja nicht, ich habe es schon mal vorbereitet und es hat uns allen sehr gut geschmeckt und passt auch super gut zum Sommer. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, genau, Vanilleextrakt nicht vergessen, ist eine gute Kombination. Und das Ganze jetzt nochmal verrühren, den Herd einschalten und dann immer dranbleiben, immer rühren. Und sobald es aufkocht, dickt es ein, das liegt an der Speisestärke. Und dann haben wir eigentlich den Großteil sogar schon geschafft. Das ist ein richtiges Blitzrezept heute. Ich habe den eingedickten Pudding direkt vom Herd gezogen und Mohn untergerührt. Danach einfach nur stehen lassen, zwischendurch gerne mal umrühren und zwar 15 Minuten lang, damit es so ein bisschen ausdampfen kann. Er ist jetzt noch lauwarm und da gebe ich auch schon die Mascarpone mit dazu. Das ist jetzt die letzte Zutat für unseren leckeren Pudding. Auch einrühren und dann können wir eigentlich schon an die Form gehen und das Ganze schichten. So, ich habe jetzt die erste Ladung Kekse auf den Boden gegeben. Ich habe hier auch noch unten drunter ein Backpapier und darunter einen Tortenretter. Dann habe ich einfach die perfekte Konstruktion. Und jetzt geben wir auch noch den lauwarmen Pudding darauf. Der sollte auch lauwarm sein, damit eben die Kekse dadurch ein bisschen einweichen können. Und auch die oberen Kekse, die kommen gleich direkt oben drauf, damit sie in der Resthitze eben nicht mehr so knackig bleiben, sondern schön weich werden. Die Schnitten geben wir dann für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank, dann werden sie auch nochmal richtig schön fest. Und in der Zwischenzeit habe ich Sahne steif geschlagen, ganz einfach mit Sahne fest und ein bisschen Vanilleextrakt. Und das brauche ich dann später für die Deko. Und jetzt ist es bei mir soweit, mir ist alles schön abgekühlt. Ich nehme jetzt hier noch meinen Backformlöser, um jetzt den Backrahmen zu entfernen und mir die Schnitten halt auch nicht kaputt zu reißen. Und danach dekoriere ich mit der vorbereiteten Sahne und ich nehme noch ein paar Orangenstücke mit dazu, damit es noch so ein kleiner Hinweis ist, was sich quasi in der Puddingcreme versteckt.
Ich habe passend jetzt diesen Farben auch meinen Oberteil angezogen. Also extra, dass das passt. Ja, naja. Bist du ein Super Saiyajin? Yes, nach dem Kuchen auf jeden Fall. Also, ich habe halt den Hamza geholt für den Taste-Test. Ihr habt ja gesehen, dass der Keks super soft ist. Der wird halt auch sofort soft wegen dem warmen Pudding. Immer sehr erfrischend. Schmeckt super Das wollte frisch. ich gerade sagen, richtig sommerlich. Direkt erstes, was am einfällt, erfrischend. Ich finde es auch nicht süß. Ich finde es gut von der Süße her. Weil der Keks hat ja auch schon Süße. Und ich habe im ganzen Pudding nur 100 Gramm Zucker, was eigentlich fast gar nichts ist. Also egal, was du mit Mohn machst, Ja. ich könnte alles essen mit Mohn. Echt? Ich liebe Mohn. Allein deswegen kriegt der schon für mich 10 Punkte, der Kuchen. 10 von 10, das heißt schon was. Ja, ich meine, das sind ganz einfache Kuchen. Das sind halt Butterkekse, ne? Genau. Aber sehr einfach. man merkt auch ein bisschen Frucht. Also das ist ja, was hast du nochmal reingetan? Wir haben ja die Orangenmarmelade drin. Das merkt man. Und da sehe ich gerade eins. Also ja, es ist spannend, auf jeden Deswegen Fall. schmeckt er auch so fruchtig, ja. Und zusammen mit dem Mohn und mit der Vanille, geniale Kombination. Aber würde ich sowas im Café bekommen, ich würde mich voll freuen. Ja, ist mal was anderes, ne? Ganz ehrlich. Und vor allem hält er sich jetzt im Kühlschrank auch bis zu 4 Tage, aber ich glaube nicht, dass der so lange hält. Ah, du hast jetzt keine Gelatine reingetan oder sowas, ne? Nee, Aber guck mal, siehst du, wie fest das aussieht? Das ist ultra fest, das Ja. macht nur die Speisestärke. Also unbedingt nachmachen. Also gerade auch und für den Sommer. Also ihr müsst keine Angst haben, dass der irgendwie schmilzt oder so. Das ist absolut perfekt. nicht. Der kann auch, wenn ihr ein Buffet habt oder so oder auf dem Tisch, der kann ruhig da 2-3 Stunden lang stehen. Das macht Sehr ihm gut. überhaupt nichts aus. Hammer. Danke! Toll! Dankeschön. Isst den gerne ganz kalt aus dem Kühlschrank, dann ist der nochmal extra erfrischend. Kleiner Tipp von mir. Wir gönnen uns dazu jetzt noch einen Kaffee. Und ich würde mal sagen, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht jetzt schon längst getan habt. Habt ihr doch bestimmt alle schon. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss. Prost. Prost. Wie wir immer nach dem Outro eigentlich sagen, wir gönnen uns jetzt in Ruhe und dann stehen wir hier noch und essen weiter. Immer, ne? Was ist das für Blumen da hinten? Ey! Das war so schlecht, dass es schon gut war.